Yeah, Monster! In dieser Folge angeln wir vom Kajak auf den wohl größten und stärksten Fisch Europas. So, es geht los. Wir sind auf dem Nordmeer. Der Wind macht mir ganz schön zu schaffen, muss ich sagen. Boah, ist eine Scheiße, die Wellen. Dafür sind wir hergekommen. Guckt euch das an. Die Kulisse ist crazy. Ist das nicht ein Traum? So geil. Ja, Butt. Oh, Heil, Butt. Alter, da ist er! Nein! Nein! Geil, komm her, ey. Komm her. Aufwachen hat sich doch gelohnt. 2 Elche. 1 Uhr in der Nacht und wir gehen zum Angeln. Da musst du echt schon einen an der Klatsche haben. Das war das Anstrengendste, was ich dieses Jahr gemacht habe, glaube ich. Wir sind in Norwegen unterwegs, wir machen einen Roadtrip Diesmal sind wir so gut vorbereitet, ne? Besser kannst du eigentlich nicht sein. mit unserem Up North Mobil. Das ist der Start von Up North 4.0. Drückt uns die Daumen. Jetzt muss die Nummer klappen. Let's go! Jedes Jahr gibt es diese eine Tour, auf die wir uns monatelang vorbereiten. Auch diesmal wieder. Up North 4.0 steht vor der Tür und unser großes Ziel, einen 2-Meter-Butt zu fangen. Das große Problem ist nur, niemand sagt dir, wo leben diese großen Fische eigentlich. Das heißt, wir müssen uns wirklich alles selbst erarbeiten. Wo verlaufen die Kanten? Wo liegen die Plateaus? Wie tief ist es eigentlich? Und das Wichtigste, wie kommen wir dann da überhaupt hin? Allein die Reise dahin ist verrückt. 2 Flüge bis weit über den Polarkreis, danach 8 Stunden Autofahren und am Ende noch mehrere Stunden mit einer Fähre auf eine Insel, auf der wirklich fast niemand lebt. Alles für den 2-Meter-Butt. Vielleicht klappt es, vielleicht fahren wir ohne Fisch nach Hause, aber wenn wir es schaffen wollen, dann genau hier. Roughes Wasser und Riesenfische. Up North 4.0 startet da, wo die letzte Tour aufgehört hat. Wir haben 3 Stunden Schlaf gehabt, Und diesmal sind wir gar nicht nur zu zweit. sondern wir haben noch einen ganz besonderen Gast dabei. Den zeigen wir euch jetzt, den Urvater von Up North. Den pellen wir jetzt mal aus dem Zelt. Morgen. Raus aus den Wir Federn. haben schon 3 Stunden geschlafen, das muss reichen. Warst du noch nie bei Up North dabei oder was? Morgen, raus mit dir. Da ist er. Florian! Yes! Ich habe gerade gesagt, du bist der Urvater von Up North. Mit dir haben wir die erste gedreht. Ja, die erste und die zweite auch. Und die zweite auch. Aber wir haben keine Zeit, weil wir haben ja schon 3 Stunden geschlafen, Zeit vertrödelt. Jetzt muss es losgehen. Komm, wir bereiten alles vor und Let's go. Abmarsch. Diesmal hoffentlich ganze Anzüge. Nagelneue von Ursjut. Da gehen wir nicht die Gefahr ein, dass wir wieder eine Leiche dabei haben wie beim letzten Mal. Alter, guckt euch das mal an. Geiler Überlebensanzug. Sind ordentlich vorbereitet. Jetzt kann es losgehen. Natürlich reicht es nicht aus, ne? Schwimmwesten oben drüber, wenn ihr auf so ein offenes Meer geht. Seid vorsichtig, da kann viel passieren. Geht niemals alleine. Aber jetzt haben wir alles fertig vorbereitet. Jetzt geht es tatsächlich los. Und runter, Leute. Nach 2 Jahren Pause geht Up North endlich wieder los. Die Vorfreude ist riesig, aber die Bedingungen sind wieder einmal nicht die besten. Wir haben Wind, wir haben Regen und wir haben heftige Strömung. Boah, das wird ganz schön wild, ey. So, es geht los. Wir sind auf dem Nordmeer. Jetzt können die Butts kommen. Hoffentlich geht was. Aber die Kulisse ist crazy. So geil. Wir haben jetzt hier auf der Tiefenkarte ein bisschen was ausgeguckt. Da ist so eine Rinne, eine flache, 15 Meter mit ein bisschen Sand, hoffen wir zumindest. Sieht zumindest auf der Karte so aus und da liegen die Butts hoffentlich. Jetzt müssen die Butts, die da liegen, nur noch beißen. Und unsere Mission ist, die Fische mit Kunstködern und nicht mit Naturködern zu fangen. Ja, sieht krass aus hier. Dafür sind wir hergekommen. Guckt euch das an. Ist das nicht ein Traum? Aber wir haben uns jetzt hier hinter so einer Landzunge, so einer Insel verkrochen. Da geht jetzt hoffentlich was direkt. So, ich starte mit dem, womit ich im letzten Jahr gut gefangen habe. Ich würde sagen, wir legen los. Los geht's. Auf geht's. So, First Cast bei First Cast TV. First Cast
Up North Volume 4. Let's go! Gar nicht so einfach, sich hier im Wind zu halten. Mich dreht's die ganze Zeit. Ich glaube, ich brauche noch 1-2 Stündchen, bis ich hier richtig drin bin. Ja, ich habe Dustin gerade gefragt, ob er es fühlt. Er meinte, er fühlt es noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen reinkommen. Mit den Subjacks hier und ja, es ist jetzt auch noch die schlechte Tide. Also wir haben auflaufendes Wasser. In 3 Stunden ist Hochstand. Und ich glaube, die Stunde vorher und nachher, das wird interessant. Mal schauen. Regen nervt ja auch nur, ey. Sieht auch nicht danach aus, als würde es die nächsten Stunden aufhören zu regnen. Come on! Es muss einer kommen hier. Ich hatte gerade eben auch irgendeinen Widerstand, aber keine Bite Marks, deshalb Einfach weiterkurbeln, weißt du, ne? ist noch ein bisschen ungewohnt für mich. Ich schlage gern an direkt. Wenn ich anschlagen muss, schlage ich nicht an und wenn ich nicht anschlagen soll, schlage ich an. Ja, Das habe ich sehr gut drin. das ist unglaublich. Wir stehen hier zwischen den Felsen. Da sitzt ein Adler. Gerade den ersten Biss gehabt. Tide ist auch, glaube ich, gerade sehr gut. Jetzt beginnt das Jagdfieber. Hey, jetzt ist doch der Wind relativ ruhig. Sollen wir mal rüberfahren? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen paddeln. Ja, ich glaube, wir brauchen eine Stunde, bis wir da sind. Stunde? Ja. Bei der Recherche haben wir die besten Spots 5 Kilometer entfernt von unserem Campingplatz gefunden. Das heißt, das Windloch nutzen wir jetzt, um dann wirklich am richtigen Hotspot zu angeln. So, jetzt sind wir am neuen Spot hier. Wir lassen uns jetzt durch so einen Kanal driften quasi. Ich habe keine Ahnung, ob hier so Strömung unter Wasser ist oder ob es hier noch so tief ist. Ich war bis jetzt noch nicht einmal auf dem Grund hier. Ah, ist schon noch tief hier, Noch nicht so ganz sicher, ob wir wirklich an den richtigen Strukturen und Tiefen angeln, vertrauen wir aber auf unser Gefühl und Wissen, was wir uns in den letzten Touren angeeignet haben. In dieser flachen Meerenge vermuten wir, dass die Strömung Futterfische durchdrückt und die richtig dicken Butts dort stehen. Heilbutt! Weg, ja, nein! Leute, Geil! der ist direkt vor dem Boot. Ich habe gesehen, wie er drauf ist. Boah, der Power. Leute! Brauchst du Hilfe? Soll ich kommen? Ah, nee, eigentlich nicht. Auf die NXT Pro. Bis 200 Gramm, eigentlich eine Big Bait Route. Da ist er auch schon. Kriegst du gehändet, ja? Ja, Petri! Erster Heilbutt. mal schauen, ob der schon fertig ist. Direkt da vorne an der Kante. Hunter 90. Und mein erster Heilbutt mit der Spinnrute direkt vom Boot raufgegangen. Becky hat jetzt seinen ersten gefangen. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Fisch, weil das macht natürlich total Mut, dass wir jetzt hier richtig sind. Ich glaube, der ist untermaßig, aber Fisch ist Fisch. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Der ist leider noch untermaßig, sonst hätten wir uns den jetzt direkt schmecken lassen. Oh, wunderschöne Tiere. Schneeweiß am Bauch. Und der darf schnell wieder zurück. Scheiße, jetzt könnte ich gleich. Und weg ist er. Ich habe den ersten Heilbutt der Tour gefangen. Geil, ey. Vor 2 Jahren habe ich es einfach nicht hinbekommen und habe alles versucht, irgendwie einen Heilbutt zu fangen. Und jetzt den ersten Fisch der Tour. Geil, Becky, ey. Ja, Hammer. Schon mehr als beim letzten Mal, Becky. ja. Sehr, sehr nice. Was für eine Erleichterung für Veggie. Das lässt hoffen, dass da heute noch richtig was geht. Ich kann es doch gar nicht so richtig glauben. Ich habe meinen ersten Heilbutt mit der Spinnrute gefangen. Up North Volume 2 hat sie mit dem Großen auf Köderfisch geklappt. Aber jetzt war ganz klar mein Ziel, einen mit Kunstköder zu fangen. Wobei er natürlich noch ein bisschen größer werden darf. Becky? Becky haut ab. Oder er hat einen Plan. Er hat irgendwas gesehen. Junge, Alter, da musst du 11 Reißverschlüsse aufmachen, um da irgendwie an die Nudel ranzukommen. Und jetzt muss ich den durch 7 Hosen führen. Das wird nicht so einfach. Oh.
selten so zufrieden gepisst. Einfach ein Heilbutt gefangen. Nachdem Vecchi sich jetzt auch noch erleichtert hat und dieser Butt leider nicht maßig ist für alle klar, ein größerer muss her. Der Spot und die Strömung jedenfalls fühlen sich perfekt an. Halibut! Ja. Ja. Halbut? Ja. Das sieht riesig aus. Ja. Ja. Instant Take. Instant Take. Der ist runtergekommen, einmal angezogen und drauf. Geil, jetzt hat Flo einen besseren drauf. Das könnte unser Mittagessen sein. Es geht los, es geht los. Up North 4.0, wir sind angekommen. Vecchi, hoffentlich hält der FG. Das hoffe ich auch. Ja. Da könnte einen Meter haben auf jeden Fall. Gibt's Mittagessen, ne? Der zieht sich ganz schön. Ja. Ich kann es echt nicht einschätzen. Jetzt kommt Vorfach. Maß hat er, Den essen wir. wenn wir ihn kriegen. Klar kriegen wir den. Ich schätze mal, der hat einen knappen Meter. Habe ich unterschätzt. Ich hätte gedacht, der wäre was größer, tatsächlich. Ja. Alter, was machen wir denn, wenn wir so ein Monster drauf haben? Du hast Kiemengriff gemacht, ne? Ja, aber ich kann vielleicht auch einen Schwanz. Sollen wir das probieren? Der Haken sitzt, glaube ich, ziemlich gut. Der hängt perfekt im Maulwinkel, der G-Cat. Das rastet ja gleich aus, Junge. Haut ja uns gleich ein Loch ins Kajak, ich sag's dir. Vorsichtig mit deiner Rute. Ja, lass los, lass los, lass los. Rute runter. Boah, Alter. Scheiße. So. Jetzt kommt er nochmal. Was für eine Aktion. Über Kopf. Und nicht, dass er uns halt den Haken reinhämmert. Aber. Ja. Ich hab. Hast du. Kannst du Bügel aufmachen? Boah. Hat der Vecchi das Lasso ausgepackt, ne? Ich schießt bekommen, Rute. Ballert weg, die Schnur reißt. Und da haben wir ihn. Da ist das Ding. Wir sind kurz rangefahren, um den schönen Butt hier zu präsentieren. Richtig geiles Ding, ey. Knapper Meter, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und den lassen wir uns schmecken. Den gibt's gleich zum Mittagessen. Yes! Was ein Start. Let's see, Vecchi. Schau mal, wie groß dein Butt ist. Schnell auf die Tackle Peak Scale gelegt. Na? Der ist sogar über einen Meter. 1 Meter. Meter 6? Meter 7 sogar. Meter 7. Krass. Voll falsch eingeschätzt. Ich hätte Ja. den auf irgendwie 95 geschätzt. Also zumindest im Wasser. Geil. Den Geil. schnallen wir dir jetzt vorne aufs Kajak. Und dann gibt's den später zum Mittagessen. Machst du mir mein Kajak bitte noch ein wenig sauber? Ich mach das Kajak sauber. Du machst meins jetzt dreckig. Bis der lange keinen gefangen hat, geht's eh nicht zum Essen. Die Jungs sind gerade dabei, den Halbut zu versorgen. Hat hier bei mir nochmal ein Dorsch gebissen. Doch nicht so groß, wie ich dachte. Aber schon ein sehr schöner Fisch. Guckt euch den mal an. So macht's doch Spaß, ey. Ich muss sagen, klar, ich würde mich jetzt auch über einen Butt freuen. Aber hier dieses Flachwasserangeln auf so 10 Meter, das macht so Laune. Da kommt bestimmt noch mal einer gleich. Geil. Geil, komm her, ey. Ja, komm her. Nach 2,5 Jahren wieder vereint. Ist so, ne? Wir haben uns wirklich über 2 Jahre nicht gesehen. Ja, 2,5 Jahre. Und von heute auf, wir haben früher jede freie Minute gefühlt miteinander verbracht. Immer eine Woche pro Monat auf Dreh gewesen und dann von heute auf morgen hast dich aus dem Staub gemacht. Aber jetzt Sind wir hier in Norwegen? wieder gemeinsam auf dem Wasser. Geil. Geil.
So, die gute Tide ist vorbei. Wir brechen ab, beziehungsweise wir brechen nicht ab. Wir fahren jetzt ins Camp, essen schön, machen lecker Heilbutt, ruhen uns nochmal aus und gehen dann in der nächsten Phase wieder raus. Sehr geil, 2 Stück schon gefangen. Das ist ein guter Anfang, um unsere Mission, einen richtig dicken vom Sapjak zu fangen, zu erfüllen. Ich bin gespannt. Weiter geht's. So, Boys, Abmarsch nach Hause. Fisch! Alter! Da ist er! Willkommen! Junge. Dustin hat den nächsten Butt. Wir helfen direkt. Es kommt aber mit. Ist ein Butt, aber ist kein Riese. Der ist schon viel schwerer als alles, was ich vorher hatte jetzt. Was ist das? Guter Ist gar Butt? kein Butt. Ist gar kein Butt. Ach, Was dann? Ist kein Butt. Boah, ist ein Riesendorsch. Geiler Dorsch. Ja, aber so groß ist er auch wieder nicht. Oh, doch. Schöner Dorsch. Ich ärgere mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hättest lieber einen Butt gehabt, gell? Ja, Kenn dich doch. Boah, schon großer. Ja. trotzdem sehr ärgerlich. Mann, ey. Ja, ein dicker Dorsch. Enttäuschung ist, muss ich sagen, trotzdem da. Ich dachte, jetzt ist er da, der Butt. Aber ein Dorsch, auch sehr schön. Naja, jetzt geht's rein, wie eben schon gesagt. Mittagessen und dann gucken wir, ob ich noch einen Dorsch fangen kann. Dorsch bitte nicht, Heilbutt. Ich sag euch eins, wenn wir da jetzt rausgehen gleich, das wird Armageddon. Ja. Du hast doch schon ein bisschen Schaumkronen gesehen da. Ja. Im Nordmeer ist mit dem Wetter nicht zu spaßen. Innerhalb von Minuten kann es umschwenken und man steht im absoluten Sturm. Deswegen haben wir immer versucht, unter Land zu bleiben und trotzdem hat uns der Rückweg gegen den Wind und die Strömung alles abverlangt. Boah, ist eine Scheiße mit den Wellen. Alter. Jo, Wikinger, Alter. Glückwunsch nochmal. Danke, Digi. Geil, Da liegt er. da liegt er und berührt sich nicht. Da machen wir jetzt ein anständiges Mittagessen draus. Ja, Mittag ist gut. Schon wieder 16 Uhr, oder? Ja. Und danach machen wir deine Lieblingsbeschäftigung. Häuschen. Zum Schlafen. Schlafen habe ich auch dringend nötig. Ach Und ihr so, auch. Hat auch dringend nötig. Auf der Fahrt hat er von 5 Stunden 3 geschlafen. Ah, nee. Ich blende ein Foto ein. Markus, hat er das gemacht? Fake. Fake. Danke. Alles Fake. KI, ne? Alles KI. KI, die Leute kennen dich auch nicht als Schläfer. Aufs Filetierbrett wird doch nicht passen, Becky. Nee, leider nicht. Die Bäckchen. Die holen wir raus. Hast du nicht mir die raus, wie du immer sagen willst, rausgebraten? Ich glaube ja. Aber besonders viel ist nicht mit Bäckchen, ne? So. Ich glaube, du hast nur die halbe Backe Ja, ich hab rausgeschnitten. euch auch. Nee, ich habe nicht nur die halbe, ich habe direkt portioniert, Becky. Ja, das ist auch gut. Wir müssen wirklich ein bisschen mit dem Sand aufpassen. Ja. Sonst haben wir keinen Spaß. Ja, das sieht geil aus, Becky. So, hast du, muss man sagen, gut ab. Boah, das ist mal Filet, oder? Ja. Voll. Flova, Ja? weil du den gefangen hast, habe ich dir was Besonderes rausfiletiert. Also hast du Becky hat mitgebracht? sehr schön filetiert. Ja, die sind für dich. Die Bäckchen. Die Bäckchen. Das ist eine große Backe, glaube ich. Hast du schon Die teilen wir Kartoffeln uns. Die probieren geschält? wir beide, würde ich sagen. Jeder ein Bäckchen. Doch schon noch ein bisschen kälter hier. Machen wir uns noch ein schönes Feuerchen. Bisschen kleiner wäre hier trotzdem gut, teilweise. Kann ich das damit spalten? Ja, siehst du, sowas brauche ich. Also ein Feuer, finde ich, hat schon was ganz Besonderes, oder? Gehört dazu. Flo war unser alter Naturbursche. Hat an alles gedacht. Hat sogar trockenes Holz mitgebracht. Brauche ich nicht suchen gehen. Total nett. Puh.
Flora, diesmal sind wir so gut vorbereitet, ne? 15 Stunden Anreise. Vielen Dank auch nochmal an Nordlink. Die haben die Zelte gestellt und sind hier hochgefahren. Besser kann es eigentlich nicht sein. Nee. Ich finde, weg vom Boden zu sein, macht so viel Luxus. Wegen Beim der Zelten. Feuchtigkeit und Kälte. Feuchtigkeit, Wärme, Matratze. Du hast eine dicke Matratze drin. Das ist einfach so geil. Komfort Und dann auf jeden da Fall. rausgucken, wo die Heilbutt stehen. Oh Jungs, ich bin so fertig. Wir haben unsere Outdoor-Küche aufgebaut. Ja, Flo ist gerade fleißig am Kartoffelkochen auf dem Scotty Booster und ich habe was ganz Besonderes dabei, passend zum Big Fish heute, also für unsere Verhältnisse Big Fish, den Scotty Big für extra mehr Platz drauf. Der ist noch nicht auf dem Markt, kommt aber bald. Und da wird jetzt der Heilbutt draufgepackt. Felix Welzer. Felix Welzer, ja, quasi. Das hätte ein Markus-Witz sein können, ne? Verstehe ich nicht. Am Welzer. Da muss man schon sagen, frischer geht nicht. Riecht allerdings auch nach Fisch. Komisch, ne? Ich schwöre dir, das wird das Beste sein, was du heute gegessen hast. Das stimmt. Das glaube ich dir, weil das ist auch das Einzige. Haben wir eigentlich Besteck? Ja, hier ein Göffel. Göffel, Alter. Gibt wirklich wenig Sachen, die mich jetzt so aggressiv machen wie ein Göffel. Aber mir fällt da schon einiges ein. Zum Beispiel, wenn du Kaugummi kaufst. Das stört mich ja nicht. Oder im Auto pennst. Das stört mich ja nicht. Oder im Auto pennst und die halbe Fahrt pennst und die andere Fahrt rumfurzt. Und dich dann drüber freust, wie wir uns da halb beim Abbrechen, ey. Dass die Hinfahrt hier, das war echt... Hätte gepennt, dann wach geworden, hat er gefurzt und dann ist er immer ganz leise, damit keiner es hört. Und dann sieht man, dann riechst du, guckst rüber, macht er schon so... Der freut sich mehr als über den großen Heilbutt. Wirklich. Markus, oder? Ich weiß nicht, von was ihr sprecht. Oh, das geht gut, oder? Wir haben gerade noch mal in die Wetter-App geguckt und haben gesehen, dass der Wind jetzt brutal ist. Und wir haben jetzt einen ganz neuen Plan, noch weniger Schlaf. Wir gehen heute um 2 Uhr raus, weil da der Wind gut ist und das Wasser abläuft. Ne? Das ist eigentlich auch ganz gut. Und dann angeln wir bis 6, dann hauen wir uns hin bis 12 und dann angeln wir nochmal. Also 2 Phasen haben wir nochmal. Ja. Hoffentlich geht da was. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows. You were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning's warm. I'm glad that Und natürlich wie immer das Rezept in der Videobeschreibung zum Nachlesen. Oder in meinem Buch zu finden. Oder in deinem neuen Kochbuch. Ich habe doch jetzt eine Freundin, dann muss ich nicht mehr selber kochen. Was hast du für Freunde? Ich habe doch jetzt eine Freundin. Achso, Aber ist schon. du alter Schovi. Ich habe eine Freundin, das muss ich erst recht kochen. Aber das kannst du nicht essen, was da fabriziert wird zu Hause. Also Lena kann wirklich vieles, macht vieles sehr gut, aber also Kochen nicht? Kochen gehört nicht zu ihren Kernkompetenzen, muss man ganz ehrlich sagen. Das willst du zuerst probieren. Ich habe ihn nicht gefangen, aber klar. Ja? Als Trost meinst du? Ja, Flo und ich haben ja einen Butt-Club gegründet. Ja. Und der Butt-Club hat entschlossen, dass du das erste Stück probieren darfst. Okay, super. Schau mal hier. Das ist ein Riesentrümmer. Ja, sicher. Flora kümmert sich um den Wein. Ich probiere mal, ob der Fisch schmeckt. Ich hoffe es. Ja, extrem gut. Ja? Sehr lecker. Ja. Es ist wirklich unglaublich. Wie ein Steak. Sehr nice. Markus, wie immer, Kamera aus, mitessen. Komm. Oh. I'll call you on the boulevard to tell you, love, that I'm not too far from home where I can hold you in my Gute Nacht, Flora. Wir Viertel nach 1? Nee, Viertel vor 1? Nee. Vor 1 aufstehen. Ja, Viertel vor 1 aufstehen. In der Nacht, wohlgemerkt. Und dann wird geangelt bis 6. Komm, wir gehen pennen. Bitte nach? So, rein in der Jude-Stube hier. Jetzt wird ihr schlafen. So, gute Nacht. Bis morgen. Oh,
Oh. Ich bin fertig. Ich habe gar keine Motivation gerade, muss ich sagen, Becky. Oh, ich bin ja immer angelgeil, aber jetzt würde ich tatsächlich lieber den Weggänger machen und eine Runde weiter schlafen. Becky, bist du fit? Ach, geht. War schon mal besser. Na gut, wir ziehen uns an und dann geht's los. Nächste große Butt hoffentlich. Oh, ist das kalt. Wir sind bei strahlendem Sonnenschein eingeschlafen. Jetzt ist es richtig düster. Aufwachen hat sich doch gelohnt. 2 Elche, 2 Fischotter haben wir gesehen. Und ein Luchs da hinten. Flover meinte, die sind hier super selten. Was denkst du, wie kalt denen jetzt ist? Crazy. So Jungs, der Wind wird mehr. Lass uns beeilen. Ein Uhr in der Nacht und wir gehen zum Angeln. Bei den Bedingungen. Da musst du echt schon einer an der Klatsche haben. Wir sind jetzt gerade mal 1,5 Tage on Tour und haben unseren Schlafrhythmus schon sowas von ausgehebelt. Das haben wir die letzten Jahre nicht geschafft. Aber jetzt ist erstmal oberste Prio, noch ein paar Butts zu fangen. Noch kein Biss für mich. Ich glaube, Flover hatte schon Biss. Aber ich hoffe so ein bisschen, dass das Licht, wenn ein bisschen mehr Licht kommt, das auch ändert. Obwohl da erstmal so eine Regenwolke ankommt, ne? So ein bisschen. Jetzt sind wir wieder an dem Platz, wo gestern der Butt kam. Und der Wind nimmt ein bisschen zu. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde und dann ist Niedrigwasser. Also die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Hoffentlich kriegen wir noch einen. Wie Flover schon gesagt hat, die Zeit läuft uns davon, aber wir haben trotzdem durchgezogen und mussten feststellen, dass auch nach dem Niedrigwasser leider gar nichts ging. Deswegen treten wir die Rückfahrt an, um noch ein bisschen Kräfte zu sammeln und nachher nochmal voll durchzuziehen. Oh, der Wind macht mir ganz schön zu schaffen, muss ich sagen. Hier bauen sich zwar keine Wellen auf, aber der Gegenwind ist ganz schön heavy. Oh, ich kann nicht mehr. Das war das Anstrengendste, was ich dieses Jahr gemacht habe, glaube ich. Junge. Aber wenigstens hat es sich gelohnt. Mit einem dicken Butt belohnt worden. Eieiei. Geschafft, ey. Das hat wenig bis gar keinen Spaß gemacht. Schon wieder nur Regen. Die Stimmung und auch unsere Fitness ist echt am Boden. Also erstmal Kraft tanken und dann etwas essen. Oh, tut schon gut was Warmes jetzt, gell? Jungs, wir haben noch eine Chance auf den dicken Heilbutt. Müssen gleich nochmal Wetter checken. Eigentlich ist Ja. die jetzt gut, ne? Jetzt Höchststand jetzt gleich. Verpassen wir das ablaufende Wasser. Aber Aber der Wind muss ja auch mitspielen und der Regen. ist aktuell ein Das bisschen ist alles hier ein bisschen Chaos heute. Ich fühle mich jetzt auch so, als würde uns der ganze Tag noch bevorstehen und müssen eigentlich jetzt mal schlafen so langsam. Ja. Lass mal Wetter checken. Na, jetzt mal wirklich. Wind und Wetter und Tide. Wir waren gerade 8 Stunden angeln. Das Wetter sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus und ich bin geneigt dazu, noch mal rauszufahren. Aber ich habe direkt Gegenwind von den anderen Jungs bekommen. Irgendwann müssen wir ja mal schlafen. Also ist jetzt kurz vor 11. Wir schlafen jetzt bis 19 Uhr und dann geht's wieder raus. Bin gespannt. Letzte Chance auf den dicken Butt, Jungs. Gute Nacht. Wir sind von den Toten auferstanden. Das Wetter hat sich ein bisschen gebessert. Also der Wind ist deutlich besser. Es wird aber gleich wieder regnen. Letzte Chance, einen richtig dicken Butt zu fangen. Dann geht's mit unserem Camp weiter nach Schweden. Ich habe schon Bock, aber bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass bis jetzt noch kein großer Butt gekommen ist. Drückt die Daumen, dass da noch ein richtiges Monster einsteigt. Becky, komm, die Kajaks bringen wir jetzt noch rein. Yes. Schaffst den Antrieb nicht parallel. Oh, dann nehme ich beim nächsten Mal mit. Mann, du bist doch jeder Gang, Becky. Jeder Gang mehr ist ein Einwurf weniger auf Heilbutt. Oh, ich bin heiß. Mann, ey.
Mann, eine Chance muss noch geben. Jetzt ist natürlich die schlechteste Zeit, wir haben Niedrigwasser, aber gleich läuft es wieder auf und dann knallen wir da hoffentlich ein paar Butts raus. Gleich ein paar, wa? Ich habe euch noch gar nicht meinen Ursud-Anzug gezeigt. Mit dem braucht meine Freundin zu Hause auf jeden Fall gar keine Angst um mich zu haben, weil das ist wie ein Keuschheitsgürtel. Der ist einfach hier mit so einer Sicherung verbunden. Da ist die Hose und die Jacke miteinander verbunden. Somit ist das Ding. Aber warum sollte sie Angst vor dir haben oder davor haben? Dass sie hier mit dem Heilbutt dein Unwesen treibt? Ja, du oder? weißt ja nie, was die für ein Kopfkino haben. Aber auch hier in der Natur bin ich gesaved damit. Oh ja, Dustin ist schon im Wasser. Beeilung, Markus. Wir müssen noch Flo seins runterschleppen. Flo kommt. Oh. Ich bin zwar irgendwie nicht so richtig müde, aber man merkt schon, dass nicht ganz so viel Energy da ist. Und oh. Ein letzter Angriff. Der Lange ist auf jeden Fall schon auf Kurs. Oh. Oh, jetzt wieder auf dem Wasser. Vermutlich letzte Chance, noch einen Butt zu fangen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich hat das irgendwie immer sowas. Der Fisch hat irgendwas Magisches. Der zieht mich so an. Ich könnte immer eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Butt angeln. So ein Dorsch oder Seelachs oder irgendwas anderes interessiert mich überhaupt nicht. Für mich geht es wirklich nur darum, den Heilbutt zu fangen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch so habt, wenn ihr nach Norwegen fahrt. Würde mich mal interessieren. Drückt uns die Daumen. Jetzt muss die Nummer klappen. Sonst verzögert sich die ganze Tour. Seitdem wir hier angekommen sind, sind das mit Abstand die besten Bedingungen. Wenig Wind, kein Regen. Hoffentlich wird das mit einem dicken Butt belohnt. Ja, wir driften brutal schnell hier. Wir sind irgendwie 10 Minuten hier hochgefahren. Und wahrscheinlich haben wir jetzt hier 5, 6 Würfe und sind wieder am Ende von der Insel. Schon krass. Oh, da muss doch jetzt noch mal ein Butt irgendwie kommen, oder? Ja, eigentlich sieht's geil aus. Bis. Ja. Was ist das? Ja, Butt. Weiß ich nicht. Ja, Butt. Nice. Endlich. Aber kein großer. Oh, er hat ihn voll weggescheppert. Geil. Ah, wie viel kräftiger die direkt sind, ne? Hat kurz vorm Boot gebissen, ne? Das ist so krass. Ah, du hattest kurz davor schon Kontakt, gell? Ja. Aber der hat doch schon fast Maß. Oh, guck mal, was der rausspuckt. Fische. Ja, der könnte fast Maß haben, aber also größer ist es nicht. Nee. Oh, geil. Geil. Alle im Buttclub. Da ist er. Mein erster Butt. Kein Riese, aber ich glaube, hat der Maß? Ja, knapp, oder? Ich glaube auch. Ich würde ihn mal kurz messen und dann gucken, ob wir ihn essen oder freilassen. So, 83 cm, 1 cm zu kurz. So, tschüss, Großer. Wie die immer so schnell so runtergehen, ne? Das ist geil. Oh, lange hat's gedauert. Mein erster Butt für diese Tour. Ein Baby. Geil. Alle entschneidert. Ja, Oder nicht entschneidert, aber alle im Buttclub. Alle entbuttet, ja. im Butt Club. Mal kurz eine Powerstulle reinhauen. Und mit meinen Fischhandschuhen kriegt die noch ein bisschen extra Würze. Hätten die Butts genauso viel Hunger wie ich, wäre das hier gar kein Problem. Boah, ist das eklig mit den Handschuhen. Schmeckt voll nach Fisch. Schon sehr zäh, muss man sagen. Langsam kickt auch die Müdigkeit. Das ist jetzt, glaube ich, Tag 2 oder 3, wo wir kaum schlafen und immer rausgehen, wenn es gerade von der Tide gut zu sein scheint. Ist jetzt gleich 0 Uhr. Das merkt man schon. Beine sind schwer, Kopf ist langsam. Und wenn dann die Fische noch nicht beißen, dann ist es besonders anstrengend. Aber ich muss sagen, das Panorama und das Licht und alles entschädigt für einiges.
Aber geile Kulisse jetzt. Geiler Vibe. Hau auch nichts von, Mann. Kannst du nicht braten, wa? Gefühlt kann man die ganze Natur schon wieder gar nicht genießen, weil man so versteift aufs Angeln ist. Ja, ne? Das ist so krass hier eigentlich alles. Ja, das Licht überall, wo du hinguckst, sieht's geil aus. Wir sind alle schon extrem übermüdet. Manchmal sind wir kurz davor zu sagen, lass einfach schlafen gehen. Aber der Wunsch nach einem Monster lässt uns nicht aufgeben. Halibut! Halibut! Brauchst du Hilfe? Müsste klar gehen. Ja? Mal gucken. Hat schon gut Dampf, ey. Aber er ist kein Riese. Da kommt er. Ja, schöner. Ah, geil. Mal gucken, was wir den gut gelandet bekommen. Oh, so klein ist er auch nicht. Oh, ein ganz schöner aber. Petri! Geil. Markus. Da ist er. Das ist ein Action, aber wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier nicht auf die Uferkante zutreiben. Geil. Direkt unterm Boot gebissen. Erst gedacht für einen Dorsch, aber der nächste Halbut. Geil, ey. Richtig schöner Halbut. Den messen wir jetzt aber nicht. Ich hack den ab und dann schauen wir, dass der schnell zurückkommt. Geil. Ja, geile Aktion, wirklich. Den Köder unterm Boot gehabt. Erst einen Biss bekommen. Erst gedacht Dorsch, aber dann wurde es schwerer und schwerer. Keine Ahnung, 20 Sekunden vielleicht gewartet. Dann Anhieb gesetzt und dann relativ schnell gemerkt, das ist ein Boot. Geile Aktion. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, vielleicht ist es zu düster, vielleicht beißen die nicht mehr. Wir haben jetzt irgendwie 12 Uhr, aber sie beißen noch. Also die Hoffnung besteht, auch noch einen Dicken hier zu fangen. Boah, das Wetter dreht jetzt gerade ganz schön. Ist ungemütlich hier draußen. Ja, aber Leute, es ist nur alles möglich. Du sagst es. In dem Licht. Wir haben die ganze Zeit gezweifelt. Oh, meine Motivation ist trotzdem nicht allzu hoch. Becky, come on. Ja. Ich mache ja weiter. Ich habe eh keine andere Wahl. Geil. Motiviert auf jeden Fall, jetzt weiterzumachen. Wir haben noch eine Mission, Becky. Anders als bei Vecchi war die Motivation bei uns wieder da und der Glaube, kurz vor Schluss noch ein richtiges Monster in den Haken zu bekommen, auch. Die Butts sind anscheinend in Fresslaune, aber es sind auch nur noch wenige Stunden, bis es ab nach Schweden geht. Ja, Monster! Nein! Nein! Junge. Warte. Ich glaube, die Schnur ist gefetzt. Schnur gefetzt? Ja, Ah. 2 Meter Vieh. Hä? 2 Meter Vieh oder so. Ernsthaft? Ja. Alter. Hast du gesehen, richtig? Ja. Hab den Biss gesehen, alles. Er hat die Bremse nicht aufgekriegt.
Alter. Will nach Hause. Fahre selten so aus der Haut, wenn ich einen Fisch verliere. Aber das war der Butt, auf den wir es abgesehen haben, wochenlang, monatelang uns vorbereitet haben. Dann beißt er endlich und dann reißt er ab. Aber das ist Angeln und hat bestimmt jeder von euch schon mal erlebt. Das heißt jetzt neue Motivation fassen und weiter angeln. Oh Mann, ey. Aber krass, dass das hier so viel Aktivität ist jetzt. Wahnsinn. Oh Mann, ey. Butt. Guter? Kann ich noch nicht einschätzen. Alter. Die drehen ja richtig auf hier jetzt. 4. Buttkontakt in der letzten Stunde. Also ist geil, dass Becky den jetzt hat. Hoffentlich ist ein großer. Nee, kein großer leider. Was schätzt du? So Oh, aber Power hat er. Dampf. Aber krass. Und der zweite Butt der Tour für mich. Leider wieder nur ein kleiner, aber tut gut. Nach wirklich langem Seifenkauen jetzt endlich wieder auch eingefangen zu haben. Wunderschöne Tiere. Und es ist unfassbar, dass die einfach nochmal 1,50 Meter länger werden. Und genau so einen jagen wir hier. Es wird wieder heller. Wir fischen jetzt wieder den Platz, wo eben die ganzen Halbboot-Kontakte kamen. Das war wirklich krass. 4 Kontakte in nicht mal 60 Minuten. Also die waren voll on. Und jetzt läuft das Wasser ab. Eigentlich eine gute Zeit. Und hoffentlich klappt es noch mit dem großen Halbboot vom Kajak. Meinst du, wir kriegen noch einen dicken Halbboot, Becky? Ja, ich glaube, wir kriegen gleich schon noch eine gute Chance. Eine Chance, ja? Ja, und der muss halt dann Der dick muss sein. sitzen. Fisch! Butt! Da ist die Chance. Das sage ich doch, wir haben eine Chance. Das hat aber auch jetzt ein Händchen dafür, ey. Der hat sich da festgebissen auf dem Spot. Okay, das ist ein großer. Das ist ein großer. Wie bitte? Das ist ein großer. Also wahrscheinlich kein Monster, aber größer als die ich vorher hatte. Hast du dein Landungsgerät ready, Becky? Ja, da brauchen wir ein Landungsgerät, Becky. Ja, ich helfe. Oh ja. Schon schöner, Becky. Warte, ich komm. Alter. Oh. Nichts im Vergleich zu dem vorher. Guck mal, da ist er. Oh, schon schön, ne? Ich glaube, so groß ist er aber nicht. Macht nur Bambule. Hat schon Power, ja? Krass, ey. Klassisches 2:33 Uhr Workout. Und ich habe keine Power mehr. Das ist das Problem. Wärst du bereit für 1,50 plus? Nee. Der ist immer bereit für sowas. Okay, Becky, ich glaube, er kommt. Ja, Hast du ihn schon gesehen, Becky? ja. Was meinst du, wie groß? 1,10 Meter. So schlecht ist er gar nicht, ne? Aber nichts im Vergleich zu ihm vorher. Nee. Ist das ein Baby? Ich komme jetzt immer näher, okay? Ja. Hast du? Ja. Nice. Ah, gut, Becky.
Ja, wenn der Onkel Becky das Lasso auspackt, da hat keiner mehr eine Chance. Und packt das Lasso ein. Ah, schöner Fisch. Geil. Den Cowboy und Indianer. Da ist er. Noch nicht das Monster, aber ein wunderschöner Fisch. Damit bin ich sehr happy, muss ich sagen. Der hat weit über 1 Meter, oder? Auf jeden Fall. Ja. Jungs, dieses Erlebnis mit euch zu teilen, mega geil. Mega geil. Ey, In wir der haben ordentlich Kulisse. durchgezogen, oder? Ja, wir haben so gekämpft dafür. Hart gearbeitet. Hart gearbeitet, um so einen Fisch hier zu fangen. Oh, geil. Sau gut gemacht, das denn. Muss ich meinem Papa mal ein Lob aussprechen. Kein Monster, aber nach dem Abgerissenen bin ich so happy. Puh, yes. So, jetzt ein großer bitte noch. Oder, Flora? Natürlich, Junge. Wetter ist jetzt wieder eigentlich ganz nice. Deutlich heller geworden alles. Und das denn ist komplett on fire. Der scheucht da die Heilbutte von links nach rechts. Aber ich finde hier irgendwie gerade keinen. 4 Uhr haben wir schon? Ja. Halleluja. Oh, ich bin einschlafen, ey. Oh, das ist echt so maximal kein Bock. Die Jungs sind bestimmt schon kilometerweit vorgefahren, weil sie nach Hause wollen. Ich konnte nicht aufhören. Ich würde am liebsten die ganze Zeit noch weiter angeln, aber nach gefühlt 100 letzten Würfen dreht auch ich jetzt die Heimreise an. Und ich kann aber nicht versprechen, dass ich vor der Unterkunft bzw. unserem Zelt, Unterkunft ist gut, das wäre schön, noch ein paar Würfe mache. Also Knallgas, Markus, los geht's. Boah, die letzte Ausfahrt, die letzte Chance war wirklich brutal anstrengend. Vor allem der Rückweg. Wir hatten die Chance, wir haben sie nicht genutzt. Leider. Der Riesenbutt ist kurz vom Boot abgerissen. Aber trotzdem, erfolgreicher Tag. 9 Butts gefangen Ja. Haben wir insgesamt. 9 gefangen, ja? Ich glaube. 8 oder 9, ja? Ja. Du hast ja allein schon 5. Ja, dann haben wir 9 Ja. gefangen. Ja. Ja, wir hoffen trotzdem, euch hat die Folge gefallen, auch wenn wir die Challenge nicht geschafft haben. Guckt unbedingt mal bei Flo vorbei, der hat nämlich einen YouTube-Kanal, der absolut unterbewertet ist. Richtig geiler Outdoor-Content. Wie heißt der? Flower in the Wild. Packen wir in die Videobeschreibung. Flower, Initiator von So. Up North eigentlich. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch, Hoffentlich nicht die wirklich. nächste Gibt noch eine letzte Umarmung. Folge. Tschüss, Flo. Und euch wünsche ich viel Erfolg. Morgen, nee, in ein paar Stunden geht's weiter. Genau. Und bis dahin liken, kommentieren, abonnieren. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.